Da hat er recht. Hey, Matzi, hey. Wir machen einen Haken dran. Du bist gar nicht dran, oder? Nee, Kevin ist doch dran. Wir haben Anschlusstermin. Oh, this car is electrifying. Ja, wir dürfen nicht arrogant sein. Wir reden viel drum rum, aber wir wissen nicht so viel. Willkommen zum Quiz-Taxi mit Mats Hummels und Thomas Müller. Ganz kurz für euch nochmal die Regeln. Ich stelle die Fragen, ihr antwortet im Optimalfall richtig und ihr seid ein Team. Sprich, ihr spielt ausnahmsweise mal miteinander und nicht gegeneinander. Also Mats, hast du Chance. Wie viele Fragen gibt es denn und wie viele Punkte? Das machen wir davon abhängig, wie gut und schlecht ihr seid. Okay, also wir spielen ja auch dann gegen andere Pärchen und das machen wir dann auch davon abhängig, wen wir gewinnen lassen wollen. So. Aus wie vielen 5- und 6-Ecken besteht ein Fußball? 14, 20, 26 oder 32? 14, 20, 26 oder 32. Besteht jeder Fußball aus gleich vielen 5- und 6-Ecken? Ja. 14, Das ist dann immer, 14. wenn der platt liegt, wenn du jetzt nur das Leder nimmst, dann ist das dann so ungefähr, dann sind da 2 und dann wird es ein bisschen breiter in der Mitte und dann wird es wieder schmaler. Also wir können so darauf einigen, 14 sind zu wenig, oder? 32 klingt ein wenig viel. Alles viel. Gibt es irgendeine logische Dings? Warte mal. Ich versuch's gerade auch schon irgendwie herzurechnen, das ist quasi... So, dann tipp mal einfach, komm. Nehmen wir 20. Insgesamt besteht ein Fußball aus 12 5-Ecken und 20 6-Ecken. Insgesamt besteht ein Fußball also aus 32 Oh ja. Flächen. Ui. Da waren wir ja Ich ewig werde weit. den Fußball, weil wir haben nämlich heute mit einem Adidas Klebeball gespielt. Also was heißt Klebeball? Da ist der Ball nämlich, also der hat mit Sicherheit keine 6 Ecken. Okay. Da könnte ich vielleicht unter Chabulani, Und wenn 2 Leute hier später mit Chabulani. dem Teppichmesser beim Trainingsplatz aufmachen, Chabulani, hier. den die Torhüter so gefürchtet haben aufgrund von Flatteria, der hatte auch keine 6 Ecken, aber gut. Welchen deutschen Nationalspieler genügte 1980 eine Begegnung, um Torschützenkönig des EM-Turniers zu werden? Karl-Heinz Rummenigge, Horst Hrubesch, Klaus Allofs oder Thomas Müller? Thomas Müller. Ja, das In wärst welchem du dann. Turnier? 78, 86? Nee, oder? 80. Ich glaube, Klaus Allofs Ja. hat mal in einem Spiel so viele Tore Ja, geschossen. ja, der Kalle war Dings. Hier Kalle war Europas Fußballer des Jahres in dem Jahr, Ja. glaube ich. Also, Aber ich meine, es gibt so ein Spiel, wo Klaus Allofs ja, Klaus 5 Allofs, Buden gemacht hat. eingeloggt. Klaus Allofs ist richtig, mit nur 3 Toren. 3 sogar nur. Das war eine torreiche EM. Ja, da ging es ja richtig ab. Hat Da- er aber- nur Italien gegeneinander gespielt. Das ist, weil der Pelé hat da nicht mitspielen dürfen. Das war eine Euro. Das Nasenpflaster wurde während der EM in Runde 1996 kurzzeitig zum vermeintlichen Leistungssteigerer. Was versprachen sich die Spieler davon? Ein hübscheres Äußeres, Ja. bessere Versorgung mit Sauerstoff, einen gewinnbringenden Schreckmoment beim Gegner oder Verbesserung des peripheren Sehens. Ja, B. Sauerstoff, die haben die Nasenflügel, die hatte ich auch. Ich glaube, Hab ich in der auch aus Bravo dem- Sport war die drin oder so. Ja, genau. Ja, aber hat es was, meinst du, was gebracht oder ist Also es? ich habe mir die Dinger auch, als ich 8 war, auf die Nase gesetzt, Ich irgendwie muss aus so dazu einem Mickey sagen, Maus Heft. Bei meiner, Das hat sich nicht etabliert. bei meiner Nasenform, da hast du sowieso eine gute Sauerstoffversorgung. Ich muss nur einmal ziehen, das reicht für Ja, ich muss 2. sagen, bei meinem Stupsnäschen kann ich das nicht nachvollziehen, natürlich. Aber wir gehen ganz klar auf B, oder? Ja. Da müssen wir nicht diskutieren. Ist auch ganz klar richtig. Welches Tier symbolisiert das DFB-Maskottchen Paule? Adler, Braunbär, Chinchilla oder Löwe? Ja, also Adler. jetzt wird's lächerlich. Welcher deutsche Spieler ist derjenige mit den meisten EM-Einsätzen? Lothar Matthäus, Oliver Kahn, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger. Moment, aber Schweini hat 2-2? Nee, 2-4. 2-4, 2-8. Ja, 2-4, 2-8, 2-12, 2-16. Ja, 2016 hat er 2016 nur hat einmal er- gespielt oder maximal Aber er ist schon auch zweimal. nochmal Der reingekommen. Kahn ist es auf keinen Fall, weil der hat 96 noch gar nicht gespielt zum Beispiel. Ja, der hat zu wenig Turnier. Äh, Lothar hat schon, aber Lothar hat... Ist die Frage, ob der nur die Weltmeisterschaften da. Ich weiß nicht, wie Ja, der das ist die Highlights verletzungsmäßig ausgesucht. dabei war. Damals war ich noch nicht so alt. Also vor allem in den Philipp 80er war Jahren. es aber nicht, oder? Der hat Nee. eins zu wenig gespielt. Ja. Ich weiß nicht, ob er Lothar verletzt war, aber irgendwo muss er seine 150 Spiele ja gemacht haben. Ja, das stimmt. Ich nehme einen Lothar mit einem weinenden Auge, dass es vielleicht dann doch einer von den anderen beiden ist. Also Lothar oder Schweini, komm, aber wir nehmen Lothar. Log ein. Ich glaube, es ist falsch. Also das ist zu einfach. Ist auch falsch. Ja. Wer ist der Schweinstieg gewesen? Und Bastian Schweinsteiger Tja! mit 18. Wie viele A-Nationalmannschaftsspiele habt ihr vor der EM zusammengerechnet für den DFB gemacht? Also ihr beide. 174, wenn die Zahl vorkommt. Nee. Hast
Aber Nein, du hast schon 100, ne? Ja. Sorry, er hat schon 100. Einfach Manu zu hat rechnen. 98. Nee, hast du nicht glatt 100? Ich habe 100. Du, bei dir Ich habe doch stimmt's nicht. 76, Nee, du oder? hast, Ja, dann glaub ich, machen wir die 80. Antwortmöglichkeiten. Ja, Wir haben noch keine wieso 80. bist du so schnell? Lass doch aber einfach wie- mal. ich Nee, wollte sei doch- doch nicht so gierig. Ja, das ist doch ist wieder doch gut. Wahnsinn. Ja, dann Mann! Antwortmöglichkeiten. Arroganter Vogel, du. Kennst du doch. Ja, deswegen habe ich vorher gesagt, reiß dich am Riemen. Okay, dann wir brauchen die Antwortmöglichkeiten. 135, 170, 190 oder 200. Habe ich hier 70 Länderspiele? Ja, siehst du mal. Was ist denn das hier? Das ist sogar über. Was habe ich hier veranstaltet? Also ich habe 100, die kann ich einbringen. Ja, Deine eigene musst du selber Du hast wissen. 100 glatt, ja, dann sind ich dachte, es sind 76, dann sind 70. 170 locken wir ein. Habe ich echt erst 70 Länderspiele? Was habt ihr mir da unterschlagen? Tut mir leid. Oder habt ihr nur die richtig guten gezählt? Nur die mit Toren. Also bei meinen waren eigentlich auch nur 20 gute. Von Der den Rest war 100. überragend. Der Rest war Mein überragend. Gott, ey. Das ist ein Klassiker. Zum Abschluss eine neue Kategorie und zwar Länderspieltor ja oder nein. Ich nenne euch einen Namen und ihr sagt, ob der besagte Spieler ein Länderspieltor geschossen hat oder Oh, nicht. okay. Der ist nicht so einfach. Fangen wir an mit Niklas Süle. Nein. Warte. Ah ja, Hat der wir nicht tauschen mal- uns erst aus. Ja. Hat er nicht mal ganz eklig einen Volley reingeschossen in der Nationalmannschaft? Aber ich bin auch nicht 100% überzeugt. Ich würde mich auf ein Nein einlassen. Also ich habe es nicht vor Augen. Bei Bayern hat er ein paar Mal. Ja, vielleicht hat er sogar eins gemacht. Der hat eins. Ja, gib mir meins. Der hat eins Er hat eins. eingeloggt. Stimmt, er hat eins. Kannst du mich jetzt fragen, wann er das geschossen hat? Wann hat er Was? das geschossen? Am 15.11.18 gegen Russland. War das so ein Volley? Das Nee, war, in Leipzig. Kann sein, so ein Volley. ja, In Leipzig. Den Kopfballtor habe ich Niki noch nie so oft machen sehen. Machen wir weiter mit Stefan Kiesling. Das ist ja jetzt fies. Ja gut, endlich mal gute Alter. Fragen. Der wird ja wohl anders. Nein, hat keins. Geben wir ihm keins? Geben wir keins. Okay, dann keins. Hat keins. Null. Du bist eine Maschine, Junge. Danke, ja. Aber das ist ja, weil die wollen uns ja nur provozieren. Deswegen war auch die Antwort mit dem Matthäus dumm. Weil das ist zu offensichtlich. Moda Hut. Das Nein. musst du wissen. Nein. Das war zu entschlossenes Nein. Aber der hat doch noch nicht so viele Länderspiele. Hätte ich ja sagen können. Und da dass auch kein Tor geschossen. Ja. Wenn dann einen geilen Assist. Der Mo hat doch erst maximal, was hat der, 2 Länderspiele? Ist auch egal, wir Ja, gehen auf Nein wir und gehen auf vielleicht Nein. belehrst du uns eines Besseren. Nee, mache ich nicht. Habt ihr vollkommen richtig beantwortet. Arne Friedrich. Ja, Er auf hat jeden Fall. eins. Er hat 2-10 da ein reingestochert geiles. gegen Argentinien. Super. Anne Friedrich, Deutschland liebt dich. Arne. Gerd Müller. Okay, nächster. Nee, es geht ja darum, ob er eins hat. Ah, Nein, eins oder mehr. ja, geben wir ihm. Nils Petersen. Hat der ein Freundschaftsspiel vielleicht meins macht. Was hat man vor der WM für Ding? Ja. 2018, da haben wir da, was haben wir da? Haben wir gegen die Ösis haben wir, glaube ich, einmal verloren. Gegen Österreich. Ja, er hat eins. Eingeloggt. Geben wir meins? Eingeloggt. Okay, dann geben wir ihm eins. Er hat keins. Oh, Nils! Hey, du hast überall ein Tor geschossen. Überall. Nils, jetzt mal im in Ernst. der Kreisklasse, Das in der kann nicht Weltklasse, sein. überall machst du ein Tor. Ja. Wurde der nicht mal eingewechselt? Doch, aber kein Tor gemacht. Ich dachte, das wär- ich ist dachte, das eigentlich wär Automa- gleichbedeutend Das ist bei ihm. eigentlich Automatismus. Eingewechselt ist gleich Tor. Der hat immer von Anfang an gespielt bei den Freundschaftsspielen. Das war der Fehler. Boah, der tut mir ein bisschen weh. Robin Nils. Gosens. Der hat's schon gemacht schon. Nein, glaub ich nicht. Ich würde auch eins sagen. Glaub mir nicht. Aber irgendwo so- Schulde Schulz hat eins gemacht, Ja, aber der hat gegen Holland das Ding da reingeschmeißt. Robin Gosens. ich kann mich an keins erinnern. Ah, hätte ich das Spiel doch mal schauen sollen zwischendurch. Ich habe schon ein bisschen was gesehen. Aber Ja, ich habe auch ein bisschen was gesehen. gehen wir auf Nein, oder? Willst du meins geben? Nein. Ich würde ihm keins geben. Nein, Nein, eingeloggt. 0 Tore. Stimmt doch, hat keins gemacht. Dann machen wir noch abschließend 2 Namen. Didi Hamann. Ja, auf jeden Fall. Da Wembley Abschlusstor zum 1-0-Sieg, Freistoß hat er reingeschweißt. Ja. Und hier steht noch Mats Hummels. Sagen wir. Der hat 5. Oh, das war aber genau. Ja gut, vorhin dachte ich auch, nee, stopp. Nein, stopp. Moment. Portugal, Halt, stopp. Portugal, Frankreich, Schweiz, Ja, das Italien ist und okay, Tschechien. Ist okay, So. aber versuch nicht hier zu vermitteln, dass du über deine Statistiken genau Bescheid weißt. Deine Länderspiele gerade waren eine Ja, Katastrophe. Ja, aber Was seine Quote wiederum besser macht, weil er die 5 Tore in nur 70 Ja, Spielen alles gemacht Das hat. klar, ist nicht alles gut, die klar. Ach, Quote du ist hast nicht deine gut genug, die Anwältin Quote mit ist nicht dabei. gut genug. Ja, Ach so. ist doch kein Zufall, dass hier. Mein Gott. Alles Ja, klar. dann machen wir noch, Das schließen wäre- wir ab mit Sebastian Rudi.
Ja, ja klar, Traumtor in Irland da, in den Winkel oder Ja, Nordirland richtig. reingeschweißt. Ja. Danke. Der hat ein Tor. Am 5.10.2017. Ja. Dann war es das. Vielen Dank euch und wir schauen, wie die anderen abschneiden. Nee, aber was gibt's für die Gewinner? Das wird noch ausgelost werden. Wenn ihr es uns vorab gebt, dann könnt ihr die Hälfte vom Preisgeld machen. Wird Also, noch Dankeschön, definiert. das war sehr toll, hat viel definiert. Spaß gemacht. Dankeschön. Wir haben uns sehr wohl Danke. gefühlt hier Ja. im Wagen. Ciao. Ciao. It was electrifying.